Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Michel ITC Solution Channel. Heute mit dem Schwerpunkt technische Kennzeichnung von Produkten. Was im ersten Moment einfach und lapidar erscheint, stellt sich auf den zweiten Blick oft anspruchsvoll und technisch komplex dar. Sie erfahren heute, wie Sie Ihre Produkte kostenoptimiert und modern kennzeichnen können. Mein Name ist Beate Michel und ich bin Ihr Gastgeber der heutigen Ausgabe. Meine Gäste heute sind Marcel Strebel, Verwaltungsratspräsident von Antaswiss AG, und Doris de Thomas, Expertin von Michel ITC, zugeschaltet in unser Studio. Antaswiss beschäftigt sich mit dem wichtigen Thema Abfall in Städten und auf dem Land. Seit vielen Jahren arbeiten wir im Bereich Kennzeichnung und Branding zusammen. Marcel, kannst du ein paar Worte zum Antaswiss sagen? Selbstverständlich. Danke erstmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein kann. ANTA heißt schon aktuell nachhaltig in technologischen Anwendungen. Heißt nichts anderes, dass wir in der Mechatronik zu Hause sind, also Mechanik, Elektronik und Software, sprich Informatik. Das ist das Thema, was wir mit Spezialisten bei uns behandeln. Wir sind etwa 50 Leute in den deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, und decken da den Markt vor allem in der Entsorgung urbanes Mobiliar ab. Marcel, und wie ist es zur Zusammenarbeit mit Michel ITC gekommen? Eine interessante Geschichte mit der Gründung der virtuellen Fabrik ist ein Netzwerk von Unternehmungen, gerade in der Mechatronik. Das haben wir also vor über 20 Jahren gegründet, und da sind wir überhaupt zu neuen Partnern gekommen, und eben auch Michel ITC ist ein Partner, und so hat man sich kennengelernt. Das war die Grundbasis zu starten, was auch die Zusammenarbeit anbelangt. Und Marcel, was unsere Zuschauer natürlich interessiert, wie ist der Abfallhai eigentlich entstanden? Das ist natürlich die Erfolgsgeschichte, die ich erzählen kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Stadt Zürich eine Ausschreibung gemacht hat, und durch das konnten wir dann den Preis gewinnen. Erster von über 80, die sich da angeboten haben. Weltweit haben wir diesen Wettbewerb gewonnen, und so ist eigentlich dieser Abfallhai dann lanciert worden. Wow, Marcel, der Abfallhai prägt das Städtebild der Dachregion. Kannst du ein paar deiner Erfolgsfaktoren nennen? Ja, gerne. Also das Allerwichtigste, wenn ich jetzt da mit der Glocke läute, ist es natürlich so, dass es die Menschen sind, die dieses Produkt ausmachen, herstellen, und eben auch die Kunden, welche in diese Community mit einbezogen sind. Das Zweite ist sicherlich, es braucht ein Produkt, etwas, was andere anspricht, auch auf die Zeit anspricht, zeitlos ist, und so kann man eben auch eine ganze Dekade und Periode dann dementsprechend mit dem bestreiten. Und das Dritte ist, es braucht immer Zukunftsvisionen, es braucht das nach vorne gehen, und das kann man mit jungen Leuten, Leute, die heute vorwärts streben. Ja, es ist tatsächlich so, es braucht diese 3 Faktoren, ansonsten man nicht erfolgreich sein kann in diesem Gebiet. Aber warum läutet ihr immer die Glocke? Ja, das ist wirklich die treffende Frage überhaupt. Also die Glocke läuten bedeutet bei uns Bestellungseingang. Jede Bestellung, die reinkommt, wird geläutet, und so läuten wir jede Bestellung. Wir haben Kunden, die sagen, hey Leute, dann läuten wir zuerst und dann bestellt er bei uns. Super, Marcel, nun zu uns. Welchen Mehrwert hast du durch die Zusammenarbeit mit Michel ITC? Also mal grundsätzlich alles aus einer Hand. Sehr kompetente Menschen, die hier arbeiten, und wir reduzieren ja auch die Partner und Lieferanten, weil es ist wahnsinniger Aufwand, einen Lieferanten und Partner eben auch zu betreuen, zu zertifizieren. Aber das andere ist natürlich auch die Fachkompetenz, die brauchen wir. Dazu kommt, dass wenn wir mal Schwierigkeiten haben, wenn zum Beispiel Lieferengpässe sind oder Lieferanten, die im Ausland sind, dann eben nicht so tun können, wie wir das brauchen, dass wir den richtigen Partner haben, der dann das für uns auch löst. Da ist auch eine Verbindung da und nicht nur einfach ein einzelnes Geschäft. Wir nehmen den billigsten oder weiß nicht was, sondern wir nehmen den, der die wirtschaftlich beste Lösung bringt und partnerschaftlich uns nach vorne bringt. Darum wählen wir Michel ITC. Und nun konkret zum Thema Kennzeichnung. Was waren die Herausforderungen?
schön, dass du das ansprichst. Also wir haben ja vor allem so auch gestartet, dass einfach die Beschriftungen eben einer speziellen Bedingungen ausgesetzt sind, wie im Außenbereich. Dann bei Brand, was bedeutet das? Es geht um Sicherheit und die Dinge braucht dann spezifisch eben auch Fachkompetenz, um zu sagen, auf dem Material geht das so, auf dem Material geht das so. Wie ist es mit der UV-Bestrahlung und so weiter? Und da haben wir eine ganze Produktepalette mittlerweile entwickelt, welches immer wieder von dem profitiert, was wir anfänglich gemacht haben, und die Erfahrungen sind mit eingeflossen, dass wir es noch besser machen. Jetzt schalten wir Doris de Thomas dazu, unsere Kennzeichnungsexpertin von Michel ITC. Hallo Beate, hallo Marcel. Schon immer wurden Produkte gekennzeichnet. Wir haben das Thema professionalisiert und ein Konzept dazu entwickelt. Bereits schon viele Firmen benutzen dieses Konzept von uns. Und es heißt Take it easy, we take care. Was verstehst du unter Take it easy, we take care? Das Take it easy besteht aus 3 Phasen. Erste Phase, analysieren. Zweite Phase, optimieren. Und dritte Phase, profitieren. Kannst du uns die 3 Phasen bitte noch mal an einem Beispiel erklären? Ja, gerne, Beate. Der größte internationale Lifthersteller beschriftet seine Produkte mit über 300 Kennzeichnungen. Der Kunde hatte 3 Hauptziele. Und welche Ziele waren das jetzt genau? Erstens, die Prozesse im Kennzeichnungsbereich zu optimieren, die X-Lieferanten auf 2 zu reduzieren und logischerweise die Kosten mussten auch optimiert werden. Wie haben wir das geschafft? Durch das Take it easy. Wir haben die Materialien, die Produktionsverfahren, die Mengen und das Bestellverhalten des Kunden überprüft. Die Digitalisierung der Daten ebenfalls kontrolliert. Und wie wurde Phase 2 der Optimierung umgesetzt? Nach der Analyse haben wir das Material neu bestimmt, das Produktionsverfahren neu gewählt und Rahmenverträge ausgearbeitet. Und die Daten wurden digitalisiert. Was verstehst du unter richtigen Produktionsverfahren? Viele Beschriftungen waren schon seit vielen, vielen Jahren im Betrieb. Früher wurden diese Kennzeichnungen im Siebdruckverfahren produziert. Heute, bei großen Stückzahlen, benutzen wir weiterhin das Siebdruck- und Rollendruckverfahren. Bei kleineren Stückzahlen setzen wir heute den Digitaldruck ein, bei welchen wir viel Zeit, viel Aufwand und vor allem Kosten sparen. Und natürlich sind wir auch viel flexibler. Und die dritte Phase heißt profitieren. Von was profitiert der Kunde jetzt genau? Der Kunde hat eine auf ihn zugeschnittene Lösung. Es werden neue Techniken und Produktionsverfahren eingesetzt. Alle Daten sind digitalisiert, aber das Wichtigste für den Kunden ist, er hat eine Ansprechperson, welche seine Bedürfnisse im Kennzeichnungsbereich kennt. Schlussendlich geht es bei allen um das liebe Geld. Unsere Erfahrung zeigt, dass für den Kunden bis zu 30% Einsparung oder mehr möglich ist. Abschließend wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen. Marcel, wie sieht eure Vision der Zukunft für die Antaswiss aus? Also ich darf sagen rosig, und zwar einfach aus einem einfachen Grund. Die Digitalisierung spielt uns in die Hände. Wir digitalisieren so, dass man Abfallmanagement machen kann, dass die ganze Geschichte der Inventarisierung in den Gemeinden, in den Städten, bei unseren Partnern, dass das möglich ist, und das machen wir aus einem Hause. Ich sehe schon, ihr habt auch ein Konzept wie Take It Easy. Ganz genau. Doris, natürlich auch für dich. Wie wird sich das Thema Kennzeichnung in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Die weltweiten Regulatorien für Beschriftungen sind heute bereits schon hoch und werden weiterhin zunehmen. REACH, RoHS und UL-Zertifizierung sind für uns heute bereits schon Standard. Umweltfreundliche Materialien kommen immer mehr zum Einsatz. Ebenfalls passen sich die Produktionsverfahren laufend an. Danke, Doris, für deine Expertise. Gern geschehen. Vielen Dank, Marcel. Das war super spannend und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ebenfalls. Und danke vielmals, dass ich da sein durfte. Toi, toi, toi für die Zukunft. Danke.
Wenn Ihnen unser Solution Channel gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und folgen Sie uns auf LinkedIn.